Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Michael Sachsens Art Talk. In dieser Reihe wollen wir ratschen, schnacken, Mythen knacken, quasseln, quatschen. Aber eins wollen wir nicht, tratschen. Das sollen die anderen alle machen. Wenn wir uns noch nicht kennen sollten, ich bin Michael Sachsen. Auf diesem Kanal zeige ich dir, dass Malerei gar nicht so schwer ist, wie viele immer behaupten. Ich male viel im Freien und ich werde so oft gefragt, oder Leute kommen auf mich zu und sagen, ach Mensch, ach das ist aber schön, das ist aber toll, dass Sie da einfach so malen. Und letztens einer, das war so ein Kunstlehrer, der sagt, ach ich habe früher auch noch skizziert und aber schon so lange nicht mehr. Ach, und ja, ach, es ist, jetzt bin ich schon zu alt dafür und auch so die Leute, die dann so immer irgendwie Ausreden finden, ne, warum sie nicht mehr malen, ne, nicht mehr malen. Also die haben ja schon mal. Ne? Und dann denke ich mir so, ach, weißt du, vielleicht sind sie ja irgendwie an einem Punkt angekommen, wo sie dachten, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Und jetzt sehen sie mich da malen und sagen, oh Mensch, schau mal, sowas hätte ich ganz gern gemacht früher mal so. Da wollte ich mal hin. So hatte ich das irgendwie, ich hatte solche Bilder im Kopf, das habe ich mir schon so irgendwie so vorgestellt, aber bin dann irgendwie hingekommen. Also so den Eindruck habe ich. Ne? Und da denke ich mir, vielleicht liegt es einfach daran, weil sie wirklich nicht wissen, wie. Die Leidenschaft ist ja da, ne? Nach wie vor noch. Schau mal, der ältere Herr, der schon seit Jahren pensioniert ist, ne? Und so. Und ich habe ihm dann gesagt so, naja, wenn Sie meinen, dass schon zu spät ist, dann lassen Sie es halt einfach weiterhin bleiben. Dann hat er mich angelächelt, hat mir so auf die Schulter gestupst, so nach dem Motto, ja, ich habe schon verstanden. Mensch, weißt du was? Ich würde mich sowas von gefreut haben, wenn ich wüsste, dass der auf dem Heimweg bei irgendeinem Schreibanladen sich ein Notizbüchlein gekauft hat und einen Bleistift und einfach wieder angefangen hat zu skizzieren oder vielleicht im Keller seine Malsachen rausgekramt hat oder was auch immer. Ne? Denn ich habe so den Eindruck, auch von so vielen anderen Leuten, die ich getroffen habe. Und das war jetzt nur ein Beispiel, der ja schon Kunstlehrer ist. Also der wüsste ja eigentlich schon, worum es geht oder wie oder was. Aber viele, die gemalt haben, aufgehört haben, weil sie sich dachten so, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Wie soll ich das denn machen? Das ist alles viel zu schwierig und alles. Und dann denken sie hätten kein Talent. Ne? Ganz knallhart. Ach, ich bin vielleicht gar nicht begabt genug, ich habe vielleicht ja eine gewisse Leidenschaft, ich würde das gerne wollen, aber ich habe vielleicht nicht genug Talent und das ist vielleicht wirklich nur ein paar für bestimmte Leute, aber ich gehöre da nicht dazu und so weiter und so fort. Aber das stimmt gar nicht. Es ist gar nicht das Talent oder Mangel an Talent, sondern es ist einfach nicht wissen wie. Und es ist ganz einfach. Malerei ist kein Zufallsprodukt. Ne? Weil wenn dann Leute sagen dann immer, ach, sie wünschen mir viel Erfolg. Wofür, bei was? Dass das Bild was wird? Also da muss ich schon wirklich in so einer miserablen Stimmung sein. Oder so eine von vornherein schon die falsche Szene ausgesucht haben, die nicht von Herzen kommt, sondern die wirklich nur vom Kopf her. Und dann, ach ja, das male ich jetzt. Aber mein Herz sagt so, da ist irgendwie nichts, ne? Da ist keine Atmosphäre, keine Stimmung. Und man malt es halt vom Kopf her, weil man jetzt schon stundenlang unterwegs war. Jetzt will man endlich mal was malen und jetzt male ich es halt einfach. Solche Bilder werden nichts. Bei mir zumindest. Ne? Und ne? Dass man dann sagt so, ja, es sind das Talent fehlt oder so. Nein, es sind Prinzipien. Es sind ganz einfache Prinzipien. Du musst dir vorstellen, es ist wie eine Checkliste, ein Pilot. Ein Pilot, der fährt nicht und jeder sagt so, ja, viel Erfolg, hoffentlich wird's was. Nee, der hat eine Checkliste. Das sind Prinzipien. Check, 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 das. Malerei ist nichts anderes.
Es ist eine Frage, es ist eine Frage, es ist eine Liste mit Fragen. Eine Liste mit Fragezeichen, eine Liste mit Fragen. Ne? Okay, warum will ich das malen? Oh, die Szene, ja, aber warum? Warum willst du diese Szene malen? Das ist mal die grundlegende Frage überhaupt. Warum? Wieso will ich das malen? Du kommst irgendwo an der Szene, siehst ein Straßencafé. Oh, was denn? Ist es die Atmosphäre? Sind es die Leute? Sind es die Kombination von Licht und Schatten? Sind es die Farben? Was ist die Geschichte, die dich anspricht, die dein Herz anspricht? Ne? Und dann geht es weiter. Wie passt das denn in eine Komposition, was man da so sieht? Weil man sieht vielleicht was, die Atmosphäre stimmt, aber die Anordnung passt nicht irgendwie. Ne? Der Tisch, der da steht, der müsste noch ein Stückchen weiter rüber. Ne? Da läuft ein Ober. Aber der müsste eigentlich mehr hier von der Komposition, wäre es besser, wenn der hier im Mittelpunkt mehr wäre. Oder, ne? Und dann, das sind lauter Fragen, ein Fragenkatalog, den man abhakt, wie ein Pilot. Und wenn dann alles abgehakt ist, dann bist du meistens fertig mit dem Bild. Ganz einfach. Und diese Prinzipien, die möchte ich dir gerne vermitteln, dass du nämlich endlich wieder entweder deine Sachen wieder rauskramst oder wenn du noch nie gemalt hast. Aber du bist hier bei diesem Kanal gelandet, weil du irgendwie eine Leidenschaft fürs Malen hast, aber keine Ahnung hast, keinen blassen Schimmer hast, wie du anfangen sollst. So viele Videos schon gesehen hast, aber irgendwie hat es irgendwie nicht gefunkt oder gezündet oder ich weiß es nicht. Bei allem Respekt, es gibt ja so viele auch super Kanäle, die wirklich Wissen vermitteln und da würde ich dich definitiv ermuntern, dir auch das Wissen anzueignen. Ganz egal, in welchem Medium du arbeiten willst. Wasserfarben, also Aquarell, Gouache, Acryl, ob du in Öl arbeitest. Die Prinzipien, die ich vermittle, die kannst du wirklich mit fast jedem Medium anwenden. Ich lerne dir also praktisch nicht, wie du, was weiß ich, ein bestimmtes Auto fährst. Ne? Ich will jetzt hier keine Markennamen erwähnen. Ob du jetzt diese Marke fährst oder diese Marke fährst, jedes hat seine Besonderheiten. Dafür gibt es ja das Handbuch. Was ich vermitteln möchte, ist dir das Fahren beizubringen. Oder das Fahren zu vermitteln. Oder dir die Angst vor dem Fahren zu nehmen. Ne? Und wenn du dann die Prinzipien beherrschst, aha, anfahren, bisschen Gas geben, Kupplung treten. Okay, nein, vorher Kupplung treten. Gut, wir waren im Lehrgang. Das ist der Lehrgang. Aha, okay, noch nie gehört. Ne? Da geht es ja schon mal los, ne? Dass man nicht irgendwo anfängt, sondern von Anfang an. Zündschlüssel reinstecken, Lenkradschloss rausmachen, bla bla bla. Ne? Und dass man dann sagt, okay, und jetzt? Aha, jetzt kann ich fahren. Super! Mensch, jetzt will ich aber hier das Modell mir kaufen. Oder ich fahre mit dem Modell. Aber es ist egal, ob du jetzt mit Wasserfarben unterwegs bist, mit Aquarell, also mit Aquarellfarben unterwegs bist oder mit Öl. Du kannst fahren. Du kannst diese Prinzipien anwenden. Ne? Und das möchte ich vermitteln. Und es wäre mir eine richtige große Freude, wenn ich dich da begleiten dürfte. Ne? Weil ich sehe so viele Leute, die dann kommen. Da war eine Frau, da habe ich mal gemalt und sagt sie, ach, sie hat früher auch gemalt. Und dann hat sie einen Herzinfarkt gehabt. Und dann so, und seitdem malt sie nicht mehr. Und dann habe ich ihr gesagt, so, wer weiß ja nicht. Vielleicht haben sie so eine Leidenschaft für die Malerei. Sie wissen es erst mal gar nicht. Und dann haben sie einen Herzinfarkt bekommen, weil sie nicht malen. Dann hat die Frau mich angeguckt, als hätte ich ihr jetzt irgendwie, als hätte ich irgendwie einen Nerv getroffen. Die hat mich völlig so, das war so ein Aha-Moment für die. Boah, da könnte vielleicht was Wahres dran sein. Du weißt ja nicht. Vielleicht ist es wirklich eine Malerin, die Gemälde in sich trägt, die die Welt braucht, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ne? Und die dann diese Gemälde in sich trägt und todunglücklich ist, weil die Gemälde nicht aus ihr rauskommen. Und ich sage das hier, weil für mich ist die Malerei meine Leidenschaft. Wenn du zufällig hier auf dem Kanal gelandet bist, aber du hast mit Malerei überhaupt nichts am Hut, dann bitte nimm das mit. Wenn es bei dir Tortenbacken ist, bitte, dann mach das doch.
Es muss nicht Malerei sein. Egal. Mensch, Torten dekorieren oder was weiß ich, was ist, ne? Wenn du gern mit Excel-Tabellen arbeitest oder was auch immer, Mensch, was deine Leidenschaft ist. Das brennt mir wirklich auf dem Herzen. So, jetzt habe ich schon genug. Das war das Wort zum Sonntag. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sachsen Feinart, wo wir quatschen, schnacken, Mythen knacken, ratschen, quasseln. Aber nicht tratschen. Das machen die anderen schon.